C1. Woo! Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und du lernst heute, wie du die perfekte C1-Prüfung vom Goethe-Institut schreibst. In den letzten Videos haben wir uns mit den B1 und B2-Prüfungen von Goethe und Telg beschäftigt. Heute geht es um die Wurst, denn du lernst den Prüfungsteil Schreiben der Goethe C1-Prüfung besser kennen. Übrigens, damit du die Vorbereitung auf deine Prüfung leichter hast, habe ich dir zu dieser Videoserie viele wichtige Infos und Materialien mit Redemitteln zu den Prüfungen zusammengestellt. Du kannst sie dir über den Link unter diesem Video kostenlos herunterladen. Außerdem starten wir jetzt im November mit Prüfungsvorbereitungskursen. Du kannst dich schon mal in die Warteliste eintragen, wenn du Interesse hast, denn es gibt nur begrenzte Plätze. Also, bist du bereit? In diesem Prüfungsteil musst du 2 Texte schreiben, einen Diskussionsbeitrag für ein Forum und eine Nachricht. Für beide Texte hast du insgesamt 75 Minuten Zeit und du kannst mit jeder der beiden Aufgaben beginnen. In der ersten Aufgabe bekommst du immer eine kurze Information darüber, in was für einem Forum du deinen Text verfasst. In der Regel schreibst du zu einem Thema aus den Bereichen Studium, Arbeit und Beruf oder Gesellschaft. In der Aufgabe im Modellsatz schreibst du einen Beitrag im Forum Karriere und Beruf. Und das ist deine Aufgabe. Studieren, aber was? Für welches Studienfach sollte man sich entscheiden? Erklären Sie, nach welchen Kriterien sich die Wahl des Studienfachs richten sollte. Argumentieren Sie anhand eines Beispiels für ein Studienfach. Nennen Sie Gründe, die gegen ein Studium sprechen könnten. Erläutern Sie eine Alternative zum Studium. Schreiben Sie ca. 230 Wörter. Das Goethe-Institut empfiehlt eine Bearbeitungszeit von 50 Minuten, in der du ca. 230 Wörter schreiben sollst. Dabei musst du auf alle 4 Aufgabenpunkte eingehen und eine passende Einleitung sowie einen kurzen Schluss des Themas schreiben. Du kannst die Reihenfolge der 4 Aufgabenpunkte so festlegen, wie es für dich passt. Ich halte mich an die vorgegebene Reihenfolge und entscheide mich für eine Einleitung mit folgenden Fragen. Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr euch für euer Studienfach entschieden habt? Welche Gründe haben damals eine Rolle gespielt? Alternativ könntest du aber auch ganz allgemein ins Thema einleiten. Die Entscheidung für ein Studienfach gehört zu den wichtigsten im Leben eines jungen Menschen. Jetzt kommt der Hauptteil meines Textes und ich bearbeite die Aufgabenpunkte nacheinander. Für eine bessere Strukturierung schreibe ich nach jedem Inhaltspunkt einen Absatz. Die Wahl des Studienfachs sollte sorgfältig überlegt und an persönlichen Interessen, Fähigkeiten und langfristigen Zielen orientiert sein. Ein ausschlaggebendes Kriterium ist die Leidenschaft für ein bestimmtes Thema. Wer sich für ein Fach begeistert, wird mit größerer Wahrscheinlichkeit motiviert sein und das Studium erfolgreich abschließen. Auch die Berufsaussichten spielen eine große Rolle. Es ist sinnvoll, sich über mögliche Karrieremöglichkeiten nach dem Studium zu informieren. Nehmen wir das Beispiel des Studiums der Informatik. Wer Spaß am Programmieren hat und sich für Technologie interessiert, findet hier ein Fach, das sowohl persönliche Neigungen berücksichtigt, als auch hervorragende Jobperspektiven bietet. Gerade in Zeiten der Digitalisierung sind Informatiker sehr gefragt und können in vielen Bereichen arbeiten. Jedoch ist ein Studium nicht die einzige Möglichkeit nach dem Schulabschluss, denn es gibt auch Gründe, die gegen ein Studium sprechen. Ein Studium erfordert viel Zeit, Selbstdisziplin und oft auch finanzielle Belastungen. Nicht jede Familie kann es sich leisten, ihrem Kind ein Studium zu finanzieren. Außerdem bieten nicht alle Studiengänge eine Garantie für einen gut bezahlten Job. Zuletzt zählen auch persönliche Vorlieben. Wer nicht gern theoretisch arbeitet und nach der langen Schulzeit keine Lust auf mehrere Jahre des intensiven Lernens und viele Prüfungsphasen hat, der sollte nach Alternativen Ausschau halten.
Alternativ zum Studium könnte eine Berufsausbildung in Frage kommen. Sie bietet den Vorteil eines schnelleren Einstiegs ins Berufsleben und von Anfang an praktische Erfahrung. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass man in den meisten Ausbildungsberufen schon ab dem ersten Jahr Geld verdient. Ich habe jetzt zu allen Aufgabenpunkten etwas geschrieben und nun fehlt nur noch ein schöner Satz zum Abschluss. Letztlich gibt es aber keinen richtigen oder falschen Weg. Wichtig ist, dass der gewählte Pfad den eigenen Interessen und Stärken entspricht und zu einem erfüllten beruflichen Leben führt. Perfekt, oder? Insgesamt habe ich 288 Wörter geschrieben. Das ist etwas mehr als angegeben, aber noch im Rahmen. Die 230 Wörter sind eine grobe Orientierung, an die du dich halten solltest und die aufgrund der zeitlichen Vorgaben eine realistische Einschätzung für die Bearbeitung dieser Aufgaben sind. Und jetzt markiere ich dir noch die wichtigsten Redemittel. Da diese Aufgabe ebenfalls standardisiert ist, musst du immer 4 Aufgabenpunkte bearbeiten, die sich insgesamt ähneln. Etwas beschreiben, erläutern und erklären, anhand eines konkreten Beispiels etwas veranschaulichen, für oder gegen etwas argumentieren, Vor- und Nachteile nennen, Maßnahmen, Alternativen oder andere Möglichkeiten erläutern. Wichtig ist, dass du auf alle Aufgabenpunkte eingehst und dabei Strukturen und den Wortschatz auf dem C1-Niveau demonstrierst. Versuche also viele Satzverbindungen, Mittel für die Kohärenz des Textes und einen breiten Wortschatz zu nutzen. Dasselbe gilt natürlich auch für die zweite Aufgabe, zu der wir jetzt kommen. Dein zweiter Text ist eine halbformelle Nachricht, in der du auf ein Problem oder Ähnliches aufmerksam machst. Du schreibst diese Nachricht an einen Kollegen, deine Chefin oder zum Beispiel einen Dienstleister, dessen Arbeit du in Anspruch genommen hast. Wir schauen uns mal die Aufgabe aus dem Modellsatz an. Während ihres Urlaubs ist ihre Firma in ein anderes Gebäude umgezogen. Bei ihrer Rückkehr stellen sie überrascht fest, dass sie nicht mehr allein, sondern zusammen mit 6 Kolleginnen und Kollegen in einem Raum sitzen. Schreiben Sie eine Beschwerde an Ihre Vorgesetzte Frau Grimm. Eröffnen Sie Ihr Schreiben höflich, indem Sie Verständnis für Sachzwänge zeigen. Nennen Sie Tätigkeiten, die durch den neuen Platz erschwert werden. Beschreiben Sie Arbeitsbedingungen, die für Sie akzeptabel wären. Machen Sie einen Kompromissvorschlag. Schreiben Sie ca. 120 Wörter. Du sollst also ungefähr 120 Wörter schreiben und das Goethe-Institut schlägt eine Bearbeitungszeit von 25 Minuten vor. Du kannst dir die 75 Minuten Zeit für beide Aufgaben zwar so einteilen, wie du möchtest, aber ich empfehle dir, dich mehr oder weniger an die vorgeschlagene Aufteilung zu halten. Versuche auch, ein paar Minuten für das Korrekturlesen am Schluss einzuplanen, um zum Beispiel ein paar Deklinationsfehler selbst zu korrigieren. Weiter geht's mit dem zweiten Text. In dieser Aufgabe bekommst du auch immer den Namen der Person, an die du schreibst, also fange ich damit an. Da es sich um meine Vorgesetzte Frau Grimm handelt, schreibe ich formell sehr geehrte Frau Grimm, obwohl liebe Frau Grimm auch in Ordnung wäre. Sehr geehrte Frau Grimm, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Zeit während meiner Abwesenheit. Als ich jetzt aus dem Urlaub zurückkam, war ich doch sehr überrascht über die neue Raumeinteilung. Mir ist bewusst, dass der Umzug in das neue Gebäude mit organisatorischen Herausforderungen verbunden war und ich verstehe die Notwendigkeit, effizient mit dem verfügbaren Platz umzugehen. Allerdings erschwert mir die aktuelle Raumsituation meine konzentrierte Arbeit erheblich. Telefonate und vertrauliche Gespräche mit Kunden sind kaum noch in angemessener Weise möglich. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Arbeitsplätze zumindest mit Raumteilern oder schallisolierenden Maßnahmen ausgestattet würden, um eine ruhigere Umgebung zu schaffen.
Alternativ könnte ich mir vorstellen, an 2 Tagen pro Woche im Homeoffice zu arbeiten, um die Störungen zu minimieren. Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, dein Name. Vergiss nicht, dass nach den Grüßen am Ende kein Komma steht und du am Ende eines solchen Schreibens deinen ganzen Namen schreibst. Mein Text hat insgesamt 130 Wörter und ich habe alle 4 Aufgabenpunkte bearbeitet. Die wichtigsten Redemittel markiere ich dir hier wieder, du bekommst sie aber auch in den Gratis-Materialien. In dieser Aufgabe brauchst du Redemittel für die folgenden Sprachhandlungen: ein Problem beschreiben, Verständnis zeigen, Nachteile oder entstandene Unannehmlichkeiten erläutern, Lösungen oder Alternativen aufzeigen und Kompromisse vorschlagen. Ja, und das war auch schon der Prüfungsteil Schreiben C1 vom Goethe-Institut. Ganz schön anspruchsvoll und schnell, oder? Insgesamt kannst du für beide Texte 100 Punkte bekommen, aber der erste Text hat ein bisschen mehr Gewicht. Für ihn bekommst du 60 Punkte und für den zweiten 40 Punkte. Um diesen Prüfungsteil zu bestehen, brauchst du mindestens 60%, also 60 Punkte in den 4 Kriterien: Aufgabenerfüllung, Kohärenz, Wortschatz und Strukturen. Was denkst du, welches Kriterium macht dir die meisten Schwierigkeiten? Schreib's mir gerne in die Kommentare und ich versuche dir weiterzuhelfen. Und das war's auch schon wieder für heute. Im nächsten Video geht es um den Prüfungsteil Schreiben von Telk. Ich sag dann mal Tschüss, bis dahin, deine Julia.